and you. All of the things you said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust-Design. Heute werde ich euch in dem Video zeigen, was sich so hier auf dem Grundstück, also zu Hause bei uns, getan hat. Ich hatte da Gespräche mit meiner Frau, was wir hier noch ein bisschen verändern können, was wir tun können. Damit habe ich jetzt mal angefangen und ja, ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Das wird einfach wieder ein kleiner Einblick sein aus meinem Arbeitsalltag hier als Auswanderer in Thailand. Ich werde euch da eben ein bisschen zeigen. Ich habe heute vor, die Kokosnusspalmen, also um die Kokosnusspalmen mal aufzuräumen. Habe auch dann vor, auf dem kompletten Grundstück hier aufzuräumen, weil wir hier schon über Jahre, sage ich mal, regelrechte Totholznester und Laubnester uns angelegt haben, also quer übers Grundstück verteilt. Klar haben wir viel Laub und kleine Äste, sage ich mal, oder auch größere Äste, immer mal wieder um die Bäume rumgelegt, weil wir gedacht haben, ja, es ist einfach ein guter Schutz für die Bäume, ein Wasserspeicher, das Unkraut kommt nicht so schnell. Aber ich habe jetzt einfach in der Zeit, in der ich hier bin, festgestellt, dass mich das einfach nur eigentlich wahnsinnig behindert. Behindert in dem Fall, dass ich schwer düngen kann, schwer bewässern kann, auch wenn der Regen kommt. Der Regen kommt kaum durch bis an den Stamm unten. Und das ganze Getier, was sich da natürlich drin sammelt, sei es Schlangen, Skorpione oder Dakkar, es gibt unzählige Tiere hier, die ich lieber nicht begegnen möchte, sage ich mal. Und auch meinen Hunden möchte ich das auch nicht gerade zumuten. Und auch die Hunde haben die letzte Zeit immer wieder meine Wedel oder irgendwelche Äste rausgezogen und dann quer übers Grundstück verteilt. War eigentlich mehr mit Aufräumen immer beschäftigt. Und deswegen hat meine Frau und ich, wir haben uns beide dazu entschlossen, das Grundstück jetzt mal von dem ganzen Laub, Geäst und was sonst noch so rumliegt zu befreien. Einfach auch mal wieder ansehnlicher zu machen, das Ganze. Und das möchte ich euch heute eben zeigen, was sich da ein bisschen verändert hat. Ja, das wird ein Mittwochsvideo geben. Und ich hoffe trotzdem, ihr habt da ein bisschen Spaß dran an dem Video, wenn ihr seht, was ich da so unter der Woche immer tue. Und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr fleißig abonniert, kommentiert, liked oder mein Video teilt, würde ich mich freuen, nach wie vor. Ja, wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit dem Video und dann zeige ich euch, was so passiert. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Wir haben das ganze Prozedere schon bei der Schwester von ihr gemacht, in ihrer Anwesenheit hier. Und ja, sind beide der Meinung gewesen, dass das natürlich auch ansehnlicher ist, wenn hier mal wieder schön sauber ist. Und aus dem Grund werde ich jetzt heute anfangen, hier dieses Totholz, diese alten Wedel, dieses Laub, wo hier noch rumliegt, zu entsorgen. Wir haben uns dazu eben entschlossen, hier sauber zu machen. Und da werde ich jetzt heute anfangen. Ich werde da sicherlich eine Weile beschäftigt sein. Eigentlich war mir Hilfe zugeteilt. Eine Freundin von meiner Frau hätte eigentlich kommen sollen.
Die hat mir jetzt heute Morgen spontan abgesagt, obwohl es abgemacht war. Das ist halt Thailand. Sie kommt dafür erst um 1 Uhr. Ich habe mich jetzt trotzdem entschieden, schon anzufangen. Und ja, ihr seht, heute ist schon wieder gut warm. Wir haben jetzt 10:30 Uhr, bin schon eine Weile dran. Und haben jetzt schon wieder 31 Grad, um 10:30 Uhr, gefühlt sind es 34, habe ich vorher geschaut. Also es verspricht heute wieder ein richtig knackiger Tag zu werden. Ja, trotzdem werde ich da jetzt angreifen. Ich werde euch noch kurz zeigen, was ich da so alles entfernen möchte, dass ihr da mal einen Überblick davon habt. Jetzt stehe ich hier am Hotspot eigentlich, würde ich behaupten, der am schlimmsten aussieht. Da werde ich aber sicherlich zusammen mit der Hilfe denn rangehen müssen. Jetzt die kleinen Sachen, die fange ich schon selber an. Da seht ihr mal den Berg. Das ist das, was ich meine. Ist natürlich auch ein wunderschöner Unterschlupf für alles mögliche Getier. Und das wollen wir dann eben auch komplett weghaben. Wir hatten zuerst überlegt, ob wir hier ein Feuer machen. Aber das ist einfach auch ein bisschen zu gefährlich, auch mit dem guten Kanonenbaum da. Deswegen wollen wir da eigentlich kein Feuer machen. Das heißt, ich muss das alles von Hand abtragen. Und wenn das dann nachher alles weg ist, dann ist das nächste Ziel dort, den Bambus komplett zu eliminieren, weil wir hier noch ein paar kleine Bäume gepflanzt hatten, die jetzt auch schon mehrere Jahre stehen und nicht wachsen können aufgrund von dem Bambus. Das heißt, den Bambus, den werde ich dann auch noch mit ein paar Kollegen dann zusammen komplett runterschneiden. Und ja, dann hatte ich eben am Dienstag, also einen Tag vor der Abreise meiner Frau, hat sie mich noch gefragt gehabt, ob ich noch ein paar Bäume beschneiden kann, also ein bisschen höher beschneiden kann, aufgrund der Sicht und einfach, dass die Bäume schön nach oben wachsen. Das hatte ich dann am Dienstag eben vor ihrer Abreise dann auch noch gemacht gehabt. Das habe ich auch noch alles hier liegen und das werde ich jetzt in dem Zug dann auch alles mit entsorgen. Und seht ihr hier noch, da hatte ich den Mangobaum da ein bisschen beschnitten. Da habe ich hier einen großen Ast rausgenommen, dass die Papaya unten bei mir da ein bisschen mehr Sonne bekommt und die Limettenbäume. Und das werde ich eben heute auch noch alles entsorgen. Und ansonsten habe ich da hinten noch ein paar Bäume beschnitten gehabt. Den Baum hier bis hoch beschnitten. Und eben, das muss ich jetzt alles noch dann weiter entsorgen heute. Seht ihr ja, also heute wird es mir sicherlich nicht langweilig werden. Wie gesagt, ich denke, das wird mich noch ein bisschen beschäftigen hier. Sicherlich einen Tag werde ich dafür sicherlich brauchen. Dann zeige ich euch noch hier vorne, was ich mit den Palmen meine, dass die mal wieder ein bisschen Luft bekommen. Habe jetzt eben hier schon angefangen. Da seht ihr jetzt, zeige ich euch schnell die Palme. Das ist eben das, was ich auch gern weghaben möchte. Das haben wir ja immer an die ganzen Palmen gelegt, weil wir gedacht haben, ja, ist ein guter Wasserspeicher. Aber so wie ich festgestellt habe, kommt da eigentlich kaum Wasser durch, wenn es regnet. Und für mich ist es auch schwierig, dort die Palmen richtig zu bewässern. Somit muss das alles weg. Eben hier auch. Und hier seht ihr, hier habe ich eben schon angefangen. Sieht das wieder schön aus da, um die Palme schon rum. Ich arbeite da eben mit dem Korb und mit dem Wagen. Wenn beides gefüllt ist, fahre ich das bei uns hinten auf dem Grundstück weg. Schmeiße das über den Zaun, da haben wir die Erlaubnis bekommen. Auf dem Grundstück, da fährt dann hin und wieder ein Traktor durch, der macht dann hinten alles platt. Und ja, da kommt jetzt auf jeden Fall das ganze Laub, Geäst mit, kommt dann nach hinten. Und die Dame, wo da nachher noch kommen wird, die wird die größeren Äste, sage ich mal, wo ich da geschnitten habe mit der Motorsäge, die wird sie mitnehmen
zum Feuer machen. Dann hat sie noch was davon und den Rest entsorgen wir dann eben. Dann würde ich sagen, lasse ich euch ein bisschen zuschauen, was ich da so treibe. Und hoffe, ihr habt da ein bisschen Freude dran, mir wieder beim Arbeiten mal zuzuschauen. Und dann würde ich sagen, lege ich jetzt mal weiter los und schaue, dass ich hier noch ein Stück schaffe, bevor die Hilfe kommt. Another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me. For me, it seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. So, jetzt bin ich gerade von der Farm draußen gekommen, habe die Tiere dort draußen schon gefüttert. Jetzt wollte ich euch doch dann kurz zeigen, was ich heute Mittag denn noch so getan hat. Und am Morgen, wie versprochen, kam die Hilfe schon in der Mittagszeit oder zwischen der Mittagszeit. Ich war noch draußen die Tiere auch noch versorgen am Morgen. Sie kam dann und somit konnten wir dann am Mittag dann zu zweit hier arbeiten und denke, wir haben eine Menge geschafft. Ich zeige euch kurz, wie es jetzt aussieht. Also das Ganze sieht jetzt so aus. Ich habe da untenrum um die Palmen eben jetzt alles frei gemacht. Habe auch so gut es ging, sage ich mal, so einen kleinen Graben um die Palmen gezogen, dass wenn Wasser kommt, dass ich da auch ein bisschen Wasser drin sammeln kann, dass ich vernünftig düngen kann. Ja, und auch noch Stroh eventuell ein bisschen drumherum legen kann als Wasserspeicher. Und habe dabei natürlich drauf geschaut, dass ich die Wurzeln da so gut wie möglich nicht verletze, weil die Kokosnusspalmen ja so Flachwurzler sind, also die Wurzeln quasi Bodennähe haben, also ziemlich weit oben einfach. Aber so sieht es jetzt auf jeden Fall aus. Ich denke, das sieht zum einen viel ansehnlicher aus als vorher und zum anderen, wie gesagt, erleichtert mir es natürlich die Bewässerung, das Düngen und natürlich auch, wenn Regen kommt, ist es natürlich für den Regen auch einfacher, sage ich mal, direkt dorthin zu kommen, wo der Regen eigentlich hin soll. Aber ich denke, mit dem Ergebnis kann ich zufrieden sein. Ich zeige euch noch die andere Seite. Ja, wir sind jetzt im vorderen Bereich vom Grundstück, sind wir jetzt soweit fertig. Das hat doch eine Menge Arbeit gekostet. Sind einige Wagen, die ich da weggefahren habe. Vorne jetzt auch der ganze Laub, wo dort lag, das ganze Laub, also der Riesenhaufen, der da noch lag, das ist alles jetzt weg. Jetzt kann ich wieder schön zuarbeiten und kann in Zukunft schön alles bewässern und werde mir dann in Zukunft, ja, wenn ich dann was abschneide, werde ich sofort dann gleich entsorgen, weil somit sammle ich hier nicht gerade wieder unbedingt so Totholz oder alte Palmwedel auf dem Grundstück und kann die dann hinten schön entsorgen. Morgen früh geht es dann eben weiter, weil ich hatte mit ihr eigentlich vereinbart, dass wir einen ganzen Tag hier machen. Dadurch, dass sie den Vormittag nicht da war und nur am Nachmittag, kommt sie jetzt noch morgen Vormittag zu mir. Morgen Nachmittag hat sie dann auch schon wieder einen anderen Auftrag von der Schwägerin, den sie abarbeiten muss. Ich habe dann aber zu ihr gesagt, bitte morgen
kommst du dann am Vormittag, weil da arbeitet es einfach viel einfacher als am Mittag, weil wenn am Mittag dann die Sonne knallt und hier wieder 35, 36, 37 Grad sind, da ist mir das am Morgen lieber, da kann man dann am Morgen schön zuarbeiten. Deswegen habe ich zu ihr gesagt, komm bitte am Morgen, dann können wir hier hinten noch schön auch alles sauber machen. Und dann sind wir da in einem halben Tag, hoffe ich, durch. Und dann am Mittag geht es dann weiter für sie beim Haus der Schwägerin. Ich würde jetzt sagen, ich mache dann morgen weiter, zeige euch morgen noch, was morgen hinten passiert ist. Morgen wollen wir eben das hier noch aufräumen, zeige ich euch kurz. Seht ihr, hier ist im Prinzip das Gleiche, liegt alles noch voll mit Holz, Laub, hier eben auch. Und dann eben natürlich ganz hinten den großen Haufen, hatte ich euch ja auch gezeigt. Das muss morgen noch alles weg. Und ja, dann bin ich wieder glücklich, dann ist das Grundstück wieder schön sauber. Und dann werde ich in Zukunft hier nichts mehr unter die Bäume legen, außer vielleicht mal meinen Rasenschnitt oder eben Stroh halt. Genau, aber so kann ich vernünftig düngen, so kann ich vernünftig bewässern und wenn der Regen kommt, dann kommt der Regen auch dahin, wo er soll, nämlich auch an den Baum unten, an den Stamm ran und dann sollte das hoffentlich in Zukunft ein bisschen besser wachsen. Tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. All of the things you did for me. It seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take. Morgens 9:30 in Thailand isst man kein Knoppers, sondern immer noch die guten Bananen. Die werde ich mir gleich schmecken lassen. Bin jetzt schon wieder, ja, sage ich mal, über 2 Stunden hier dran. Immer noch dabei, das Geäst, die alten Blätter und Wedel, alle hier vom Grundstück zu entfernen. Bin heute wieder allein, darum mache ich das gerade, habe ich mir zumindest vorgenommen, das jetzt immer morgens zu machen, weil es da noch, sage ich mal, recht angenehm ist. Also wir haben jetzt eben, ist kurz nach 9, ist 9:15 Uhr, glaube ich, haben schon wieder 30 Grad gefühlt, habe ich geschaut, sind es 35, das am Morgen schon, dann kann man sich, denke ich, vorstellen, wie das denn am Mittag ist. Ja, deswegen werde ich jetzt heute Morgen hier weitermachen. Die Hilfe hat mir für kommenden Samstag zugesagt. Eigentlich war Mittwoch oder Donnerstag abgemacht. Sie ist aber gerade beschäftigt mit Maniokpflanzen und somit mache ich jetzt weiter. Vielleicht bin ich auch bis Samstag bis dahin fertig. Dann muss sie gar nicht mehr kommen, aber das sehe ich dann. Ich mache jetzt hier auf jeden Fall eine kurze Bananenpause und dann mache ich weiter. Lasst euch ein bisschen zuschauen. You make me nervous. I think I might be hooked on you. All of the things you said to me, it seems like you like me too. We can take it slow. Ja, eine Stunde später. Ihr seht, ich bin komplett nass geschwitzt. Also auch am Morgen ist es hart zu arbeiten. Aber ich wollte euch doch kurz zeigen, wie weit ich jetzt schon gekommen bin. Und zwar habe ich jetzt hier mittlerweile auch schön sauber gemacht nochmal. Jetzt haben eben meine Papaya, die ich ja
gepflanzt hatte, wieder doch ein bisschen Möglichkeit mehr zu wachsen. Meine Limetten. Dann die Palme. Wie die heißt, kann ja Günther vielleicht mal verraten. Ich weiß es nicht. Bin da ehrlich. Habt ihr auf jeden Fall auch unten schön freigelegt. Da war ja auch nichts mehr zu sehen davon. Das sieht jetzt da wieder schön aus. Dann zeige ich euch noch, was ich hinten gemacht habe. Zeige euch da, wie es noch weitergeht. Dann gehe ich mal nach hinten, dann schalte ich wieder ein. So, jetzt hinten angekommen. Ihr kennt ja sicherlich den einen Kanunenbaum aus meinen Garten-Updates, wo ich immer gesagt habe, der gute Früchte hat. Dort war ja ein Riesenberg mit Äste, mit Laub, mit ja, allem Möglichen, sage ich mal. Das hatte ich ja am Sonntag noch mit der Dame da größtenteils aufgeräumt. Ich bin jetzt heute Morgen nochmal hergegangen, habe alles schön nochmal mit dem Rechen, bin ich nochmal durchgegangen, das ganze Laub nochmal zusammen, die größeren Hölzer rausgenommen. Jetzt kann man da wieder laufen. Jetzt sieht man auch den Lychee-Baum mal wieder. Kann dort eben jetzt hinten vernünftig bewässern, kann dort vernünftig düngen. Wie gesagt, ich bin grundsätzlich schon auch ein Fan von Mulch, aber halt in guten Maßen, sage ich mal. Das, was bei uns war, das war einfach zu viel. Hab zwar schon auch gern einen Naturgarten, aber hab's dann doch auch gern ein bisschen ästhetisch, sage ich mal. Und das hat ja auch noch einen ganz anderen Hintergrund. Ich meine, wenn ich hier weiß, wo ich laufen kann, wenn ich sehe, was sich unten auf dem Boden rumtreibt, das ist halt nicht wie in Deutschland, dass mir da vielleicht mal eine Maus oder eine Ratte über den Weg läuft. Hier kann das schnell mal im Krankenhaus oder tödlich enden. Es gibt Schlangen, giftige hier, es gibt Skorpione, es gibt diesen Dakab, diesen Tausendfüßler da. Das tut alles nicht gut, wenn die zupacken. Und so biete ich denen erstens mal nicht, sage ich mal, zu viel Schutz hier. Und ich habe es natürlich einfacher, wenn ich auf den Boden schaue und weiß, wo ich hintrete. Das ist einfach der Hintergrund. Und ja, einfach auch. Ich finde den Garten so schöner. Und ich denke, das kann auch jeder tun, wie er mag. Ich habe da meine Ansichten, bin aber, wie gesagt, trotzdem auch ein Fan von Mulchen, aber halt in einem gesunden Maß, meiner Meinung nach. Jetzt zeige ich euch mal die Ecke. So, jetzt seht ihr ja hier, also hier ist dieser Kanunenbaum, den ihr ja kennt aus dem Garten-Update. Und hier war ja dieser riesige Haufen, wo ich jetzt schön frei gemacht habe. Sieht man auch den Lychee-Baum wieder schön. Hier haben wir zwei schöne Ameisennester. Meine roten Freunde haben mich ordentlich gepiesackt. Und dann eben hier hinten, seht ihr, jetzt kann ich wieder schön an die Mauer hin. Jetzt sieht man auch die kleinen Bäume. Eben viel von den kleinen Bäumen, die wir damals gepflanzt hatten, sind nicht mehr übrig, aber doch noch ein paar, wo ich jetzt auf jeden Fall weitermache. Das seht ihr ja hier. Hier liegt ja quasi noch alles, die ganzen Blätter von dem Bambus. Da werde ich jetzt eben weitermachen, weil das Ziel ist eben, das ganze Grundstück freizuräumen. Wir haben uns dann eben entschieden, diesen Pomelo-Baum umzumachen. Das zeige ich euch gleich noch, weil ja, der Baum ist damals meiner Frau verkauft worden. Es hieß, die Früchte seien so lecker. Seit 2-3 Jahren können wir das nicht bestätigen. Die Früchte, die der Baum bringt, also diese Som-O, sind alle bitter. Kann man, also wirklich ungenießbar, so bitter. Und deswegen haben wir uns jetzt, als sie auch hier war, dazu entschieden, den Baum umzumachen, dort eine kleine Sitzgelegenheit hinzustellen, wo man dann nachher mit dem Blick auf den See raus sitzen kann und ein bisschen verweilen kann.
Also der Baum hier zeige ich euch. Dieser Baum hier, den werde ich wegmachen. Die Dame nimmt dann das ganze Holz mit, später dann am Samstag, wenn sie dann kommt. Und eben dann hier eine kleine Sitzgruppe mit Blick auf den See dann nachher. Das denke ich, macht den Sinn dort. Ja, dann würde ich sagen, mache ich weiter. Werde jetzt hier noch ein bisschen von Laub alles befreien und dann geht es an den Baum und dann nehme ich euch mit. Make me nervous. I think I might be hooked on you. I love the things you said to me. It seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me, it seems like. Ja, also den Som-O-Baum, also Pomelo-Baum, habe ich jetzt umgemacht. Habe die größeren Äste oder Stämme schon mal ein bisschen für die Dame denn hier zusammengesammelt. Den Rest werde ich dann jetzt vermutlich morgen aufräumen. Da werde ich euch dann aber nicht mehr jetzt mitnehmen, weil ich denke, ihr habt so gesehen, was ich so in 1,5 bis 2 Tagen, also für mich 2 Tage hier getan hat. Ich denke, den Rest, wo ich da aufgeräumt habe, den werde ich euch mal bei einem Garten-Update noch zeigen, wie das so um die restlichen Bäume denn aussieht. Hier bin ich jetzt soweit aber durch. Wir haben jetzt eben auch schon wieder Richtung 11:30 Uhr. Das heißt, ich werde mich jetzt so langsam mal aufmachen zu meinen Tieren raus. Die haben auch Hunger und werde die dann füttern gehen. Danach werde ich ein bisschen was essen und dann geht es für mich heute Mittag, da es heute wieder brüllend warm ist, werde ich mich ein bisschen ins Haus verziehen, dort ein bisschen aufräumen, den Boden wischen, die Wäsche machen, alles was halt so ein Hausmann, sage ich mal, tut. Und am Mittag kann ich das gut zu Hause machen. Wenn die Hitze dann kommt, dann verziehe ich mich jetzt ins Haus und gehe dann erst am Abend wieder raus. Auf jeden Fall sieht es so jetzt hier aus. Da hattet ihr ja gesehen, da habe ich jetzt das ganze Laub noch weggemacht. Den Baum habe ich auch schon unten frei gemacht. Und hier eben den Pomelo-Baum. Der ist jetzt auch weg. Und da werden wir dann eben sicherlich eine kleine Sitzgelegenheit machen. Mal schauen, weil mit dem Blick auf den See raus nachher, das stimmt schön. Schatten hat man deswegen trotzdem durch den Baum und durch den Mangobaum dort. Ihr seht, das war so die letzten 2 Tage für mich mein Arbeitstag hier. Und ich denke, das Grundstück hat somit ein bisschen an Wert bekommen, weil es sieht einfach schön aus. Also ich fühle mich jetzt schon wohler, wenn ich weiß, es liegt nicht so viel Sachen rum, Laub, Geäst und so weiter. Dann möchte ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, das hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Ihr konntet ein bisschen sehen, was ich so im Alltag hier mache. Für den einen oder anderen mag es uninteressant sein. Ich denke, es gibt aber auch einige, die gern sehen wollen, was ich so im Alltag tue. Das ist mein Alltag. Und ja, ihr seht, ich habe an sowas Spaß, mich, auch wenn es heiß ist,
oder ja, man schwitzt wie noch was. Die Arbeit macht mir trotzdem Spaß. Bin froh, wenn sich der Garten immer wieder verändert und bin natürlich auch bedacht dran, meiner Frau immer mal wieder eine kleine Freude zu machen und sie hat mir schon eine Nachricht geschickt oder wir haben auch schon telefoniert. Sie ist da überglücklich, sieht einfach schöner aus, finde ich persönlich auch. Mulch haben wir deswegen trotzdem noch genügend. Die Bäume werden trotzdem auch nach wie vor einfach in Maßen bemulcht, sage ich mal. Und ansonsten, ja, möchte an dieser Stelle auf jeden Fall Danke sagen fürs Zuschauen. Wünsche euch da draußen eine gute Zeit. Bleibt wie immer gesund, passt auf euch auf. Ich tue es auch, seht ihr ja. Ich habe jetzt wieder für ein bisschen mehr Sicherheit hier gesorgt. Und ich hoffe, die Kokosnusspalmen gefallen euch jetzt, dass die ein bisschen mehr Luft zum Atmen haben. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Video eine gute Zeit. Bleibt gesund. Euer René aus Thailand. Bis zum nächsten Mal. Said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with